Die Flight Sim Expo 2025 fand in Providence in den USA im Rhode Island Convention Center statt. Insgesamt 3 Tage lang ging es bei einer der weltweit größten Konferenzen und Messen rund um die virtuelle Fliegerei, schwerpunktmäßig auch um Hardware, und so gut wie jeder Hersteller war vor Ort. In diesem Video werfen wir einen zusammenfassenden Blick darauf und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. I came to FSS Expo today because we came to Flight Sim Expo 2024 to network with other developers and communities, engage with the flight simmers, connect with people. This is the biggest Expo in the world. Eines zum Start noch vorneweg: Alle Hersteller sind unten in der Videobeschreibung entsprechend verlinkt und das Video selbst ist in Kapitel unterteilt. Ihr könnt also ganz bequem zwischen den einzelnen Themen hin und her springen. Den Anfang macht Ultimator Motives. Das Unternehmen stellt maßgeschneiderte Flugpanels her und zeigte neben bereits erhältlichen Komponenten auch eine Neuheit, ein Instrumentenbrett, welches perfekt zur PA-28-3 Arrow von Just Flight passt. Ab 1. Juli soll dieses über die Homepage des Herstellers für einen Listenpreis von $415 erhältlich sein. Flightsim.com zeigte seine neuen Force Feedback Yokes, das CLS 60 und 120. Außerdem wird es eine neue Produktlinie geben, die sich auf die G1000-Version mit PFD, MFD und Audio-Panel konzentriert. Und mit den CLS 370 Rudder Pedals wird man auch in diesem Bereich zukünftig eine Force-Feedback-Lösung anbieten können. Über ein modulares System lässt sich bei Flightsim.com ein komplettes Cockpit zusammenstellen. Wer sich hier maximal austoben möchte, liegt preislich auch mal schnell beim Wert eines Kleinwagens. Weiter geht es mit VA Systems, die normalerweise schwerpunktmäßig in der Software unterwegs sind. Durch das neu gegründete Schwesterunternehmen VA Hardware ist man nun aber auch in diesem Bereich unterwegs. Das sogenannte Mini Flight Data Display wird in insgesamt 3 Farben kommen. Das kleine Display liefert Echtzeitdaten zu beispielsweise Geschwindigkeit, Höhe, Kurs und so weiter. Die einzelnen Widgets können dabei nach Belieben angeordnet und angepasst werden. Der Preis dafür wird dabei bei um die 200 € liegen. Bei Honeycomb Aeronautical steht in diesem Jahr noch einiges bevor. Beispielsweise wird mit dem Foxtrot Aviation Stick innerhalb der Honeycomb Produktfamilien der erste Flight Stick erscheinen. Ebenfalls neu und ergänzend hervorragend ins bestehende Sortiment passend ist das Sierra TPM Modul. Hierüber lassen sich nicht nur Throttle, Propeller und Mixture einstellen. Die Einheit verfügt über ein integriertes Trimrad genauso wie über Parkbremse, Klappensteuerung und Fahrwerkshebel. Doch damit nicht genug. In der sogenannten Light-Serie werden wir das bewährte Alpha Yoke und den Bravo Throttle-Quadranten in einer auf die wesentlichen Funktionen reduzierten und dadurch auch kostengünstigeren Version bekommen. Außerdem wurde ein Zusatzmodul für den Flightstick gezeigt, sowie ein Controller. Der Sim-Racing-Spezialist Moza hat sich mit seiner Produktlinie Moza Flight auch am Flight-Sim-Markt etabliert und startet weiter durch. Nach der AB9 Force Feedback Base und verschiedenen Flightsticks dazu, sowie der AY210 Force Feedback Yoke Base und dem MTP Throttle Panel geht man den eingeschlagenen Weg konsequent weiter. Als ergänzende neue Produkte werden bei Moza in Kürze hinzukommen einmal die sogenannte AB6 Force Feedback Flight Base sowie ein dazu passender MHG Flight Stick, der sicherlich auch mit der AB9 Force Feedback Flight Base kompatibel sein wird. Außerdem der MTQ Throttle Quadrant, der sich an eine Vielzahl von Fluggeräten anpassen lassen wird, und auch die etwas schon länger angekündigten MRP Rudder Pedals stehen in den Startlöchern. Neu hinzugekommen ist das FMP 18 Front Panel.
Wessen Ursprung ebenfalls im Sim-Racing-Bereich zu finden ist Next Level Racing. Der Sim-Rig-Spezialist hat seit längerem nun auch den Flight-Sim-Bereich für sich entdeckt. Und so kam jetzt zu den bereits bestehenden Cockpits die sogenannte verbesserte Flight Simulator Microsoft Flight Simulator Edition dazu. Auch mit anderen Partnern arbeitet man eng zusammen, um das Sortiment weiter nach und nach auszubauen und zu ergänzen. Meridian GMT, geleitet durch einen Altbekannten, ist in 2025 neu am Markt und zeigt erste Produkte. Erhältlich ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos von dem Hersteller noch nichts. Das bisher gezeigte wirkt aber durchaus vielversprechend. So besitzt beispielsweise der Tango Plus Throttle Quadrant ein vollständig modulares Aluminiumrahmendesign. Und auch das Sierra Plus Yoke hat austauschbare Avionic-Panels für vielseitige Flugzeugkonfigurationen. In Kombination der einzelnen Komponenten wird es dann möglich sein, einmotorige sowie auch mehrmotorige Maschinen und auch kommerzielle Fluggeräte zu steuern. Am Ende der Präsentation war dann leider nicht mehr genug Zeit, auch die Controller noch ausgiebig zu zeigen, weshalb ich hier noch Bilder zum X-Ray Flight Controller entsprechend ergänze. Und dann kam WinWing auf die Bühne und hatte eine ganze Reihe neuer Hardware-Komponenten mit dabei. Nachdem man sich kurz zur Cyber Taurus Joystick Base äußerte, ging man zügig zu verschiedenen Radio-Panels für Airliner-Cockpits über. Erfreulich ist hier zu erwähnen, dass auch direkt Einstiegspreise genannt wurden, welche bei gut 77 US-Dollar beginnen. Eine weitere Neuheit ist das sogenannte AGP32, welches beispielsweise Elemente wie Landing Gear oder Auto Brake beinhaltet, inklusive Fahrwerkshebel aus Metall. Für die Systemüberwachung dient das ECAM32 und auch das Nose Wheel Steering Panel NWSL32 wird kommen. Auch All-in-One-Designlösungen im Sinne von Anbringungsmöglichkeiten am Schreibtisch wurden gezeigt. Sehr interessant sind auch die kommenden Rudder Pedals. Gerade die Force Feedback Modelle lösten auch durch ihre Preislage beim Publikum regelrechte Jubelstürme aus. Nicht zuletzt aber auch deswegen, weil man durchaus verstand, sich hier gekonnt in Szene zu setzen. No! Durch die Vielzahl der unterschiedlichen Rudder Pedals sollte hier für jeden etwas dabei sein. Ein weiteres Highlight ist das Cyber Taurus Yoke Bundle mit ergonomischem Griff, echter Bewegungsdynamik und leistungsstarker Integration, ebenfalls mit Force Feedback. Der Preis dafür, naja, seht selbst, den gibt es leider noch nicht. Um den Kreis bei WinWing jetzt zu schließen, was die Vorstellung der Produkte angeht, gehen wir nochmal in den Combat-Bereich rein. In der Combat-Serie wird es nämlich noch weitere Flysticks geben und auch Griffe, welche mit der bereits bestehenden Orion-Serie kompatibel sein werden. Also somit sowohl für die Orion Joystick Base als auch für die Orion Throttle Base. Die jeweiligen Preise seht ihr hier.
Und so schließt sich also der Kreis zurück zur Cyber Taurus Base und allgemein zu WinWing bleibt festzuhalten, dass sich hier das Sortiment rasend schnell entwickelt. Wer sich hier einmal einen kompletten Überblick verschaffen möchte, nochmals der Hinweis, der Link zu WinWing sowie zu allen anderen hier gezeigten Herstellern befindet sich unten in der Videobeschreibung. Man könnte hier jetzt noch weitere Hersteller aufzeigen, wie beispielsweise Octavi, auch ganz interessant. Oder was macht denn eigentlich Thrustmaster, Whirlpool, Turtle Beach und so weiter. Diese waren leider nicht Teil der hier zusammengefassten Show der Flight Sim Expo 2025 und sollten hier sich noch Neuankündigungen anbahnen, erfahrt ihr es selbstverständlich hier auf meinem Kanal. Die hier gezeigte Hardware ist in jedem Fall mit PC kompatibel. Inwieweit das auch auf Konsole, also auf Xbox zutrifft, muss man abwarten. Allgemein bleibt definitiv festzuhalten, dass sich der Markt der Hardware rund um die virtuelle Fliegerei in den vergangenen 5 Jahren rasend schnell entwickelt hat. Jetzt würde mich hier und die Community einmal interessieren, mit welcher Flughardware bist du bei dir zu Hause unterwegs? Nutze dafür bitte, sowie für Fragen und Ergänzungen, die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Däumchen und Abo bitte wie immer nicht vergessen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.